Hi Leute, willkommen zu Drang bebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau. Heute, ja, wo geht es mir heute drum? Und zwar darum, ich bin gebeten worden, mal ein Video zu machen, ein bisschen zu Materialien. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein Teil oder mehrere Teile draus mache, aber wir gucken mal, was mir alles zu den Themen so einfällt. Das ist mir jetzt so, ich sag jetzt mal an die Einsteiger gerichtet im Labwaffenbau, die so mehr oder weniger ja keine Ahnung vom Waffenbau haben. Und zwar fangen wir heute erstmal mit den Matten an. Also die Regel ist normalerweise Plasterzote 45 Matten, das ist die Standardwaffenbaumatte. Die gibt es dann auch in verschiedenen Größen und auch Dicken. Ich gehe jetzt mal so von den normalen Standardteilen aus. Früher war es mal 1 Meter mal 50, also 1 Meter mal 50 Zentimeter von der Größe. Mittlerweile hat es sich zu einem 1,40 Meter hin entwickelt. Manchmal, je nachdem, wo man kauft, ist es doch schon mal 1,20 Meter, 40. Aber so die Regelmatte, die kleinere, also die Standardmatte, ist 1,40 Meter mal 40 mittlerweile. Der ein oder andere bietet noch an 1,50 Meter, also 1 Meter mal 1,50 Meter. Aber dann fangen wir mal an. Wie gesagt, Plasterzote 45, keine Eferzote. Eferzote kann man nur bedingt benutzen. Ich sage jetzt mal für kernlose Waffen, das ist mehr was für einen Cosplay-Bedarf oder Bereich. Mit den normalen Plasterzote-Matten, die kriegt ihr in der Regel in den Lab-Shops, also Online-Shops oder halt, wenn sie dann halt einen Shop vor Ort haben. Leider nicht mehr bei allen, weil viele zu halt übergegangen sind zu schäumen, aber ein paar bieten es noch an. Ja, dann fangen wir mal an. Und zwar, dann haben wir hier so die normale, das ist dann die 10er. Ich gebe jetzt auch direkt mal so ein bisschen Beispiele dazu. So ein bisschen, was habe ich hier liegen. Also ich habe mich nicht so richtig gut vorbereitet, aber so ein bisschen was schon. Das ist der Kernstab. Da machen wir, denke ich, auch mal noch dann so ein kurzes eigenes Video zu. Das ist in der Regel, wenn ihr den kauft, ein 10x12. Die gibt es auch in 8x10. Da müsst ihr dann aber gucken, quasi, dass ihr 8er Matten kauft. Aber wie gesagt, da kommen wir noch drauf. Ich mache jetzt immer dann zu den Matten, weil er dann quasi mit den Matten halt im Normalfall macht. Die 10er Matten, das ist dann so als normale Zwischenlage, wenn er eine Waffe baut. Ja, also außer ihr wickelt es, deshalb heißt das ja auch Sandwich-Bauweise, weil ihr quasi mit mehreren Lagen arbeitet. Da ist dann im Normalfall halt die 10er. Wenn ihr einen 10x12 Kernstab habt, sag mal, wir nehmen mal ein Schwert als Beispiel. Das ist dann quasi, ihr schneidet dann hier in der Mitte das aus und dann habt ihr dann quasi die mittlere. So, dann gehen wir hin. Dann gibt es die 6er Matte. Das wäre dann quasi bei einem, wie gesagt, wir bleiben beim Schwert, weil das am einfachsten ist. Dann kommen dann auf beide Seiten quasi zwischen die 10er, links, rechts kommen dann die 6er Matte. Die nimmt man dann zum Beispiel, wenn man was Rundes wickeln will, indem man dann hier das dann quasi so also bis auf die Dicke halt rumwickelt, wie man halt haben will, wie so ein, für einen Stiel zum Beispiel. Ja. Dann gibt es dann halt die 3er Matte. Die macht man dann, wenn man irgendwelche, ich sag jetzt mal so Beschläge oder irgendwas drauf machen will auf irgendwas. Da kann man auch schöne Sachen dann ausschneiden und dann drauf machen. Also quasi die 3er ist mehr so, ich sag jetzt mal für die Verzierungen, sage ich jetzt mal so. Ne? Kann man auch für andere Sachen, aber so in der Regel benutzen wir die dafür. Dann gibt es noch so 16er Matte. Das hier ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, eine 23 oder sowas. Gibt es dann auch. Ich sage jetzt mal so ab 16 mm aufwärts für Schilde. Da braucht man nicht so viel zu kleben. Die gibt es dann zum Beispiel auch die dünneren Matten, also auch von der 3 mm. Die gibt es auch zum Beispiel bei Market Tender. Das ist jetzt keine Werbung, nur als Beispiel, wo es sowas zu kaufen gibt. In 1x Meter, also Meter mal Meter oder sogar in einen 2 Meter mal Meter. Das sind dann so Großmatten. So Meter mal Meter zum Beispiel, den kann man gut nehmen für Rundschilde. Ja, da schneidet er quasi dann aus der Metermatte die 70, 80 cm Kreis aus. Macht in der Mitte dann noch ein Loch rein für den Buckel, damit er dann auch noch einen Kernstab rein und dann habt ihr den Rundschild schon fast fertig. Noch ein bisschen Dreiermatte rundherum, ne, so als Metallbeschlag, so am Rand, ne, und um den, ich sag jetzt mal, je nachdem wie ihr den Buckel baut, einen halben Softball, benutze ich zum Beispiel, hülle den ein bisschen aus, damit man mit der Faust halt besser, aber könnt ihr ja gucken, habe ich auch schon zu Schildbuckel und so was, habe ich auch schon Videos gemacht.
Könnte ich jetzt auch verlinken, muss mal gucken, irgendwo hier oben dann so in der Richtung, mal schauen, ob ich es hinkriege. Ja, das ist dann zum Beispiel dafür. Ja, was haben wir noch an Materialien? Dann zum Beispiel Leder. Dann nimmt man ja zum Beispiel, na, ich muss mal gucken, habe ich irgendwo ein Stück von hier. Natürlich mal wieder nicht. Ja doch. Ist so ein bisschen, ups, fällt wieder alles runter, ist ein bisschen dicker. Kann man aber theoretisch auch nehmen. Also so, das ist so relativ dünnes. Ich sag jetzt mal so zwischen 1 und 2,5 oder so Millimeter. Das können wir zum Beispiel ja, irgendwelche Lederreste kaufen. Dann gibt es ja auch Lederhändler, die sowas anbieten. Ich sag jetzt mal so Lederreste, wenn das nur so für einen Spitzenschutz braucht, da braucht er hier nicht viel. Da kann man, gibt es verschiedene, wo man kaufen kann. Entweder, sagen wir mal, bei Amazon, bei eBay vielleicht Reste. Dann könnt ihr zum Beispiel auch, wenn ihr richtig Geld sparen wollt, oder gar nichts ausgeben wollt, also so richtig geizig seid, dann könnt ihr zum Beispiel, wenn man Sperrmüll ist, mal um die Häuser ziehen, mal gucken, ob da so alte Ledercouch oder sowas steht, wo die dann mit dem Cutter dann so ein bisschen abzieht. Ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das erlaubt ist, ne? Also aufpassen. Ne? Das ist dann zum Leder. Ja, jetzt weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal so mit den Matten. Mal so ein kurzes Video. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, kann ich ja noch mal ein kurzes Video zu machen. Weiß ja nicht, was ihr für Fragen habt. Ich sag jetzt mal, dass ich mache jetzt mal dazu so eine kleine Videoserie. Da könnt ihr dann in die Kommentare schreiben, was ihr gerne mal irgendwas, was ich euch erklären soll im Video, drunter schreiben. Und ja, mal gucken. Da gibt es ja noch alles mögliche. Die Kernstäbe gibt es ja noch, wo wir drüber mal reden könnten. Zu FlexiPaint Latex habe ich ja schon Videos gemacht. Ein paar Methoden, wie man aufträgt und sowas habe ich ja auch schon gemacht. Holzmaserung habe ich schon gemacht. Habe ich ja alles da irgendwo bei meinen Tipps und Tricks in der Playliste drin. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt oder dass ich noch irgendwas ausführlicher erklären soll, schreibt es in die Kommentare, ich mache dann noch ein Video zu. Das geht ja relativ schnell. Ne? Setze mich hier ein bisschen hin, halte ein paar Sachen in der Kamera und erkläre ich dazu was. Ne? Wie gesagt, mal gucken, wenn es bei euch gut ankommt. Mache ich noch ein paar neue Videos dazu, wenn ihr halt noch Fragen zu irgendwas habt. Ja, das war es dann erstmal. Ich hoffe, dass ich so die eine oder andere Frage dazu beantworten konnte, obwohl mir fallen noch ein paar andere Sachen ein. Die sich ja generell erstmal für den Waffenbau interessieren. Die haben ja in der Regel, ich sage jetzt mal, noch ja keine Erfahrung, bis nur wenig. Der eine oder andere hat vielleicht einen oder kennt einen, der ein bisschen Ahnung oder ein bisschen mehr hat, der dem noch ein paar Tipps oder Anleitungen geben kann. Gut, ich versuche mit meinen Videos euch da ja ein bisschen die Arbeit leichter zu machen, dass ihr da in das Thema reinkommt. Also für die Leute, die noch nie Waffen gebaut haben, gebe ich euch mal einen Tipp, um erstmal ein Gefühl für den Waffenbau zu kreieren und das Material, was ihr benutzt, baut erstmal ein paar kernlose Sachen. Dann nehmt ihr einfach eine 10 mm Plastazote 45 Matte und macht euch Wurfmesser, Äxte, irgendwas in der Sache. Muss ja nichts Großes, so was Kleineres, ne? Und dann könnt ihr da ja mal gucken, dass ihr da halt erstmal ein Gefühl für kriegt, bevor euch so an große Sachen, weil so ein großer Hammer oder sowas, das ist noch eine ganz andere Hausnummer, wie als wenn ihr so was Kleineres baut. Da müsst ihr ja auch dann noch mit Spitzenschutz gucken, da muss ja dann noch Leder und alles rein. Also ich sag jetzt mal, bei was ihr aus 2 10er-Matten zusammengeklebt habt mit Pattex, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Ne? So viel jetzt noch als so Tipp. Ich glaube, so momentan viel mehr zu dem Thema fällt mir gerade auch nicht ein. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr noch irgendwas wissen wollt. Naja, so, dann hoffe ich mal, das hat euch schon mal wieder ein bisschen erleuchtet. Wie gesagt, das ist so jetzt ein Video wirklich nur für totale Anfänger oder welche, die nur ein bisschen Ahnung haben. Für welche, die schon öfters gebaut haben, wird das Video wahrscheinlich überhaupt nicht interessant sein. So, das war es dann erstmal.